Ich habe bestimmt... Nein. Okay. Da können wir doch tatsächlich noch ein bisschen was mitmachen, ne? Doch. Für 20 Harz. Dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe, dann kann ich kurz das Event spielen. Ja. Wenn wir damit fertig sind, dann würde ich kurz meinen Dungeon betreten, dass sich das so ein bisschen gelohnt hat. Boom boom! Ha! Access denied. Next one. Born of ice and frost. I swear by my sword. Access denied. Versteck dich da nicht, du kleiner Lustknabe, du. Zack. So. Das haben wir. Können ja später nochmal Geld holen, aber ich glaube, da brauche ich erstmal nicht. Jo. Neue Quest gab's auch. Direkt mal hinter, würde ich sagen. Bin ich jetzt? Ach da. Ich wollte gerade sagen, bin ich retarded, oder? Warum sehe ich denn das nicht? Ich habe schon wieder gedacht, das ist irgendwo unten am See. Haben sie es halt dahin gemacht. So. Ah. Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide in Tevat. I humbly beg for your assistance. Whoa. Did Paimon hear that right? Is Paimon finally starting to make a name for herself? Hoffentlich nicht. Oh, wait. Haven't we met? That's right. I'm Bernhard, a member of the logistics company under Captain Bernhard Hertha. und Bianca. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Please help me rescue the charity event. The charity event? Oh, right. Master Jean mentioned that. So, what's happened? Okay, wir versteigern ein Date mit Lisa. Ein Date mit Lisa. Für 1 Million Moral. Los geht's. Well, the Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and Ja, elderly siehste. citizens. Insbesondere für Kinder und Alte in schwierigen Lebensumständen. Sicherlich. Die Million ist locker drin. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to Ein sell. Date mit Lisa. I'm Da already können wir vielleicht noch completely out of my ein Date depth. mit Jean anbieten, aber das wird schwierig. And that is why I humbly beseech you to render your assistance. Niemand ist in allem gut. Oh ja. Yeah. Also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? So, she's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Avonius. We'll be more than happy
to do our part. Was können wir tun? Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. Ich könnte auch ein Wildschwein schlachten. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients and they will pay you generously in fair brew jellies. Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price. And there's also room for negotiation with the wine merchants. The price difference is ours to keep as commission. Negotiations, huh? And you can cash that amount in Die for scheitern fair brew meistens. jellies. So to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers, making sure to negotiate the price, right? Huh. Sounds much easier than Paimon imagined. Really? Well, that's wonderful. Spricht nicht zu I viel, have one Paimon. order here with me already. Mr. Chevirme from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. You won't need to worry about supplies for the shop. I'm already in contact with the suppliers, and they'll send everything over once the funds are in place. Alright, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank Also ich könnte ein bisschen was von meinem Geld auslegen, ne? Ich meine, solange ich es zurückbekomme. Hi there, Georg. We're Chevirme's agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Cheverme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? Oh, 14.000, hä? Ja, nee. Da machen wir nicht. Ich sag mal, komm, ich bin heute großzügig. Wir machen heute mal 12,50, ne? Also 12.500. Obwohl, ja, das ist ein bisschen wenig. Also sagen wir mal 12.900, ja? Okay? Guter Preis, ja? Guter Preis? Look, I know we've had a great harvest this year, and our production costs have gone down a fair amount. But even then, I'm afraid this price is just not doable. Ah, ich sehe, du Mann von Qualität, ja. Okay, wir versuchen mit 13.400, ja? 13.400 ist guter Preis, ist guter Preis. Ist fast über die Limit. Sogar ich mache einen Verlust hiermit, ja? Bitte annehmen. Bitte. A little lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. Ja, I think we can make it sehen, work. ja. Wir machen gute Ware draus, ist schließlich für guten Zweck, ne? Okay. Es tut mir so leid. As usual, I will arrange for someone to deliver wollte the mich goods nur einmal wie auf dem, directly to Markt Cheverme's fühlen, place so. of business. You won't have to worry about a thing. Just make sure you keep hold of this receipt. Ich habe es ein wenig überspitzt dargestellt, wie ich es in einigen Situationen selber mal erlebt habe, tatsächlich. Alright, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather all these fair brew jellies in time. Bernhard says we can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. Ich habe genau die Hälfte verstanden. Also wen soll ich jetzt abfüllen? Nein. Traveler, Paimon, you're here. Babsi! Hey, it's Barbara! Frohes Weinlesefest. Thanks. And happy Weinlesefest to you too.
This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting Fairbrew jellies. I'm just curious. Are you helping out with the Knights of Favonia's charity event? We sure are! Everybody's gotta do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. Wonderful! They're lucky to have you. Now that you've joined the team, I just know it'll be a huge success. I helped out a small charity sale for the Knights once, too. Although, my only contribution was standing out front and singing. Oh, and I also met the bard, Venti, there. He even persuaded me to perform an impromptu song with him. The music he plays is quite refined and elegant. At first, I didn't want to sing too loudly in case I ruined the style he was going for. But he sang a harmony to guide me in, and before long, we were sounding great. Das freut mich. In the end, the audience loved it, and we sold a lot at the event. So Barbara's worked with the tone-deaf bard before? Yeah. Too bad we couldn't fit it into the schedule this year. The Church of Favonius wants to hold a sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal. Überlass den Wohltätigkeitsverkauf ruhig uns. Yep, sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all! Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. I can help promote your stall. Immer diese Influencer. Should I make some big posters? Or maybe some flyers to hand out? Ach, stell dich einfach kurz vor dem Stand. Wir zeigen ein paar Mal auf dich und zeigen hier so, guck mal, die krasse Babsi, die kauft hier auch bei uns ein. I'll have to pick a memorable slogan, too. And maybe it'll seem more sincere if I sign them. Oh, then again, maybe telling people in person would be more effective. Wow! With Barbara helping out on the marketing side, this charity event will get loads more attention! Aber bitte überanstrenge dich nicht. It's fine, really. It won't take me too long. Oh, now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. Aw, thanks! We'll do our best! Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here! Während der Aktion tätige Kreativität kannst du die folgenden beiden Methoden anwenden, um genug Geld zu sammeln, bevor du deinen Wohltätigkeitsladen eröffnest. Verkaufe Weinzutaten an Weinhändler, hilf Kunden aus der Fremde bei ihren Bestellungen und Kassierer sammelt Arbeitsgebühren. Wolle rauskaufen? Wolle rauskaufen? Diana, erzähl mal ein bisschen was. Wie war's bei den Seven Deadly Sins? Ja. Okay. Die verkaufen wir mal. Bisschen Minze, 5 Stück verkaufen wir mal. Tannenzapfen können wir auch verkaufen. Pferdeschwanz haben wir auch noch genug. Löwenzahnsamen, ja, ist kein Problem, 5 Stück. Achso, damit sind wir ja schon wieder durch. Ja, wir haben Geld. Würde ich mal sagen.
Betriebseinnahmen. General goods at affordable prices. Und wo sind jetzt diese fernen Kunden? Sind die auch in der Richtung? Also ich sehe keine. Ich glaube auch nicht, dass hier noch weitere Stände sind. Die Stadt ist ja noch weitestgehend normal geblieben. Also das Dorf. Stadt. Dorf. Das Dorfgebiet 4. Ich setz mich mal dazu, ne? I'm so sleepy. Tut mir leid. Legen Sie sich ruhig auf die Bank. Ich mache auch Platz. Try the best wine in town. Wusste ja nicht, dass ich so einschläfernd bin. Das ist ein Scherz, oder? Ja, ja, noch ein bisschen. Zuckerblumen, ja, ja, Wolfshaken, das war kein Problem. Walbeeren, rein damit. Oder ein paar Beeren. Bam. 20.000. Können wir das so zukünftig immer einführen, dass wir sowas verkaufen können und dafür Mora kriegen? So 5-mal am Tag. Rezept, Festtagssaft. Ah, das finde ich auch schon mal super. Ja, aber Festtagssaft, saurer Beerensaft, Wolfshakensaft, Spritz. Meine Fresse. Ich will, weiß ich nicht, wäre ein geilerer Slogan oder so Name für das Getränk Minzsprinz. Das wäre super, ne? So ein Sportlerdrink mit Minze. Riechen die nicht so aus dem Mund, wenn die ihren Kilometerlauf hatten oder was? Es muss ja keinen Sinn ergeben. Und eine Apfelschorle. Ja. Nichts gegen eine Apfelschorle, aber das ist gerade von den Namen dort auf jeden Fall der langweiligste Name dort gewesen. Ja. Habe ich jetzt irgendwas nicht kapiert? Hä? Zeige mich. Okay, Mittelsbeschaffung, Ladenbetrieb, ja. Ah, okay, wir brauchen mehr Mittel. Okay, okay. Die beiden haben wir schon mal. Eine Charge Festtagssaft kaufen. Ja, können wir. Warte mal. Ist das zweite auch schon drin? Ja. Wo muss ich denn dafür hin? Oha. Auf zum Schienzeedorf. Gleich mal ein bisschen Festtagssaft verkaufen. Hier, kippen Sie es hinter die Binde. Hallo. Hundert. Das war ein schneller Austausch.
Was ist gerade passiert? Ach so. Die Bestellung. Also der will 100, okay. Und hier habe ich noch einen weiteren Kunden. Nee, das ist kein Kunde. Das ist kein Kunde. Dann muss ich das ja doch nochmal aufmachen. So. Und da dann auch noch meine Charge. Chargé. Mon Dieu, changé. Dankeschön, aber wir sind keine Gäste. Wirklich zu freundlich, ja. In der Tat. 65 Kisten Minzbeere. Kein Problem. Warum sollte das blau markiert sein, wenn wir das nicht selber nochmal angeben müssen? Also gibt es auch eine Hintergrundgeschichte. Aha. So, jetzt kommt es also ins Spiel hier, ne? 15.000. Ja, pass auf. Wir machen heute super Angebot, super Angebot. Wir machen 13.800. Ja, das musst du annehmen, bitte. Bitte. So, ihm müssen wir auch nochmal pumpen. Hey! Hey! Kunden! Hallo!
100 Kisten Festtagssaft, ja, direkt schon gesagt. Klingt, als wäre es ein Handelskrieg. Oh, jetzt geht's los. 24.000 bis 18.5 geht's runter. Okay, pass auf. Wir machen... Hallo? So. Wir machen guten Preis, nochmal 22.000. Das muss aber lang, komm. Da können wir jetzt auch nochmal schnell die guten Nachrichten überbringen, mitsamt Belege. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es mit dem Stand bis dahin aussieht. Babsi hat bestimmt die Werbung auch schon fertig gemacht. Erledigt. Der Songschlong. Er zeigt mal mit seinem Ding-Dong gleich, wo es lang geht. Gern geschehen. Yep, looks like we've got enough funds now. Let's go see Bernhard. Ich habe nach unten gedrückt. In die Teekanne muss ich gleich nochmal dringend. Ich glaube, die Blumenbeete ist schon wieder fertig. Die Kannentaler sind auch schon wieder voll. Ja, das ballert hier so rein. Bernhard, we got all the funds you need. Already? Wow, you sure work fast. All right, our suppliers are ready and waiting. Just give me a moment. What do you think? Not bad, huh? Of course, if you're in a creative mood at any point, feel free to redecorate the place however you want. It's great! Really looks the part. The shop definitely needs a name, though. How about, Favonian Goodies?
für Charity. Das klingt sehr nach einer Idee von Paimon. Paimon will take that as a compliment. Okay, Bernhard, so what do you need us to do next? Gathering the funds was a monumental task. It must have been very demanding. You both have more experience than me. It'd be great if you could figure out the more managerial level things, like our sales strategy, SOPs, USPs, QC principles, KPIs. I've got to be honest. I hear other store owners using these terms, but I can't say I really know what they mean. So in other words, we'll be the shop owners who make the big business decisions, and you'll be the shop assistant doing all the actual day-to-day work? Yep. My strength is in execution. Your shop, your rules. I am but a tool to be used however you see fit. Was für ein Bewusstsein für die eigenen Stärken. Naja. That sounds a little extreme. This is for charity, remember? We're not some cutthroat business executives. All right, why don't you go ahead and take a type 5, Bernhard? The two of us need to touch base on strategy. Okay, we have a clear corporate mission statement. Our goal is to become the best darn snack shop in the whole festival market. Now let's all prepare to give 110% as we receive our first customers. Traveler? Paimon? What a surprise! Mona und Fischl. Mona and Fischl! You came to check out the market, huh? Das war gruselig. One was wise to follow one's intuition and ask Lady Magistus to join the Prinzessin on a tour of this folk festival. Extraordinary events may yet unfold, even on this unexceptional autumn day. Splendid, most splendid. Mein Fräulein is battling hard to suppress the euphoria in her voice. Seeing you here has put her in the most wonderful mood. Oz, spare us your gratuitous embellishments. Maybe you should leave me to do the explaining. Not long ago, Her Highness had a very nice dream and took it as a sign that something good was about to happen. Naturally, Her Highness's first thought was to come to me for some astrological guidance on the matter. She also noticed that the Weinlesefest was in full flow and asked if I was interested in checking it out with her. I, of course, agreed. I can take advantage of the festival period discounts to purchase some bulk supplies for my present column writing spree. I must admit, without Her Highness's reminder, the Weinlesefest may well have completely passed me by. Lady Magistus, might Her Highness remind you that the dream of which you speak occurred no less than 9 days ago? And that only after awaiting Lady Magistus's return letter. In vain for all this time did one have no recourse but to rap most furiously upon the door to thy abode. Wait. It's been 9 days already? 9 days! Where did the time go? In light of the great importance this manuscript has to you, Lady Magistus, one shall not hold thy inattentiveness to the passage of time against thee. But I would implore you, Lady Magistus, to be attentive at least to the nigh overflowing mailbox outside your door. There appear to be many others whose letters go unanswered. Wow, Mona. You were so immersed in your research that you forgot all about the time, stopped checking your mail, and almost missed out on a huge festival. Diese Fähigkeit zur Konzentration ist beneidenswert. Ja. Anyway, time is of the essence. I have a lot of bulk buying to do. Speaking of which, it's quite a surprise to see you running your own shop. And a snack shop at that. The most important kind. So rein zufällig natürlich. Oh, actually, we're just helping someone else out. Feel free to browse around. Let me think.
Can you recommend anything that, goes well with a drink? Sure can. If you got the hangries, then look no further. Just that Paimon checked the menu. Wait a sec. Goes well with a drink. Uh-oh. Is the riding going that badly? You know drinking isn't gonna solve your problems, right? As it happens, Main Fräulein has been visiting Mona quite frequently as of late. It is possible that Lady Magistus is feeling the pressure from the constant interruptions. Gib nicht nach, Mona. Mach ernst, Eure Hoheit. Oh nein, nicht schon wieder so ein Entscheidungsding. Oh. Ja, die kann sich ruhig schon mal so ein Weinchen reinziehen. Aber sie muss natürlich auch ihre... Ich weiß es nicht. Oh, no, it's nothing like that. This has nothing to do with drinking or with Fischl's visits. You all need to calm down. Recently, Her Highness invited me to try her signature cold-cut platter. Sorry, I mean Die Heilige Sinfonie. Die Heilige Symphonie. Perfekt. Gut ausgesprochen. Also, auch keine Beschwerden, ne? It had such a unique taste, and every bite was so sumptuous. Before I realized it, I had finished the entire plate. Wow. Well, an empty plate is the highest compliment you can give to the chef. Die Heilige Sinfonie is an excellent dish. It's filling, full of energy, and has a long shelf life. And, if I'm not mistaken, it's often paired with alcohol, yes? It is, in almost every respect, a far superior dish to the so-called satisfying salad. The sole exception being the steep price. Fortunately, however, the Weinlese Fest is upon us. A festival during which not only are wines sold at discounted prices, but also wine-related food products. This opportunity is a godsend. I cannot let it slip by. Rejoice, Lady Magistus. That dish was but a spontaneous creation, hastily made in a moment of need while on a royal excursion. You shall have many opportunities to enjoy far finer culinary delights than this. Ach, in Wirklichkeit freut sie sich doch, dass es ihr geschmeckt hat und würde am liebsten noch mehr zubereiten, da bin ich mir doch sicher. So sieht's doch aus. So, ja. Servus. Main Fräulein means to say that this dish represents a mere fraction of her full capabilities. But of course, far be it for me to suggest that the true breadth of Her Highness's culinary brilliance can be displayed in a single dish. However, I cannot expect the sovereign to serve her subject. What I mean is, I can't keep letting you cook for me when you're a guest in my home. At the very least, I Ja, should das have ist eine something peinliche more than Situation, ne? salad Wenn in ein store Gast for when deines people come Hauses around. erstmal bei dir kocht. With any Oder luck, dich I'll be able to bekocht. find something Mann. to your taste here. Huh? Mona, is that really what this is all about? Main Fräulein, might I suggest alternative phrasing that would be more faithful to your style? Perhaps, long had I foreseen this, or thou needst not fret over thy affinity for salad. Most indeed, Lady Magistus. You have long since earned the recognition of your prinzessin. Devote yourself to deciphering the secrets of the starry sky. You need not spend precious hours in search of additional ways to delight me. Don't worry. I won't always be as busy as this. It'll be quite nice to work on some other skills when I have the time. Ah ja. Allow Favonian goodies to be the solution to your troubles.
In addition to our range of ready-to-eat drinking snacks, we also have a wide variety of semi-prep dishes for sale. Why not get a few of each kind? Finishing off these ready-to-cook meals Ja, at wir haben home doch eine is nette easy as Auswahl. pie, takes no time at all, and can help you improve your cooking skills. Then, once you have more time on your hands, you'll be ready to challenge yourself with some trickier dishes. We can even come and help if you want. The Traveler is really good at cooking. It'd be no problem. Wieso muss ich denn immer kochen? That's a great idea. I'm almost tempted to increase my budget now. Lady Magistus, your Prinzessin awaits your culinary masterpiece with great anticipation. But please keep Paimon's suggestion in mind and allocate your time wisely. Oh, you just wait. The next time you dine at my home, I'm sure you will be pleasantly surprised. Man sollte Paimon generell im Auge behalten, dass sie nicht alles verputzt. Favonian Goodies has just completed its first sale. Obwohl es nicht gerade viel war. Aber es bedeutet doch viel. That's right. And it makes Paimon so happy to see a delighted customer find something that they really like. Oh, Paimon never knew that selling things to people who need them could feel so fulfilling. Looks like being a shop owner is a pretty cool job after all. All right, let's keep up the momentum and get our name out there. So toll und einfach ist es dann auch wieder nicht. Oh nein, ich hab's ja geahnt. Sprich nach der Eröffnung des Ladens mit Bernhard, um das Betriebsergebnis deines Ladens zu sehen. Bevor jeder Kundenzyklus beginnt, musst du das Geld gut einteilen und die 3 Richtlinien deines Ladens anpassen. Höhere Betriebseinnahmen können erzielt werden, wenn jede Richtlinie ihren Zeitpunkt erreicht. Zielpunkt. Übersteigen die investierten verfügbaren Finanzmittel den Zielpunkt der jeweiligen Richtlinie, kannst du weiter zusätzliche Betriebseinnahmen erzielen. Okay. Aber weiß ich das denn vorher? Weil dann ist es ja einfach, das einzustellen. Weißt? So. Ja. Nach einer bestimmten Anzahl von Kundenzyklen kannst du Ladenstrategien einsetzen, die den Ladenbetrieb fördern können. Die Wirkung verschiedener Ladenstrategien kannst du in der Strategien-Übersicht einsehen. Ist das eigentlich ein Rechtschreibfehler oder existiert dieses Wort wirklich? Es klingt so, als wäre es machbar, aber irgendwie ist mir das jetzt neu. Eine Strategie kenne ich, aber Strategien? The fuck? Nach einer bestimmten Anzahl von Kundenzyklen kannst du Assistenten einstellen. Oh, ich stelle mich selbst ein. Verdiene ich sogar noch was dran. Die den Ladenbetrieb unterstützen können. Diese Assistenten können, vor allem weil er da zweimal ist, ne? Diese Assistenten können jeweils einen bestimmten Bonus für jede Richtlinie bereitstellen und als Belohnung können sie auch eine bestimmte Summe an Betriebseinnahmen verdienen. Ja, die Anzahl für den Erhalt der Belohnung ist begrenzt. Die Wirkung jedes Assistenten hält nur einen Kundenzyklus an. Danach musst du 2 weitere Zyklen abwarten, bevor du denselben Assistenten erneut einstellen kannst. Stellt man da seine eigenen Charaktere ein? Weil dann geht das ziemlich gut. Ich habe genug. Es sei denn, die meisten haben keinen Effekt. Beim Ladenbetrieb können überraschende Ereignisse und unerwartete Fälle auftreten. Werden die überraschenden Ereignisse rechtzeitig bewältigt, ist es möglich, dass du entsprechende Belohnung erhältst. Nutze indes Ladenstrategien und weitere Methoden, denn so kannst du die unerwarteten Fälle effektiv lösen. Ich wusste nicht, dass ich noch einen Master abschließen muss, bevor ich jetzt so ein Event spielen darf. So, mittels Beschaffung gibt's nichts mehr, ne? Aber, okay. Das Urgestein habe ich wohl schon... Ne, jetzt habe ich es bekommen. Alles klar. Ich muss 1 Million einnehmen. Oh Mann. Verkaufsassistenten. Ganyo Betriebseffizienz steigt um 30%.
Warenqualität steigt um 30%, Dienstleistungen werden um 30% verbessert. Ah ja. Okay. Okay. Okay, wir haben es erreicht. Dann hier noch ein bisschen und hier... Halt. Die verfügbaren reichen nicht aus. Gut, 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 gut. Geschäft eröffnen. Oder? Warte mal. Ja. Nächster Zyklus. Ein Gewinn von 25. Mann, das hat sich ja gelohnt. Dann die Qualität halt einfach mal steigern lassen. Was weiß ich. So, die Qualität. Effizienz. Dienstleistung. Dann machen wir hier nochmal einen auf Effizienz. Okay. Nächster Zyklus. Mann. Überraschendes Ereignis. Eine ganze Weile, ja, okay. Die Methode, nach der Laden derzeit geführt wird, basiert auf früheren Geschäftstätigkeiten, aber das, ja. Das automatische Abspielen erstmal ausmachen. Viel gesehen, Wissen erworben. Ihr könnt auf den Erfahrungen des Umgangs mit anderen Händlern auf über euren eigenen einzigartigen Geschäftsstil nachdenken. Alles klar. Wir haben tatsächlich viele Ideen. Es ist Zeit, sie in die Praxis umzusetzen. Ja, ich drohe hier mit einem Schwert, der nichts kaufen will. So. Kaufen ein oder du hast Loch in der Brust. So. Neues Ladenstrategie. Ja, okay, cool. Das nehmen wir schon mal. Platz freischalten. Nochmal 100. Okay. Aha. Okay. Warenqualität wird stark erhöht, Betriebseffizienz und Dienstleistungen werden leicht verringert. Warenqualität wird moderat erhöht. Ja. Bestätigen. Dankeschön. So, der Preis der Geschwindigkeit. Betriebseffizienz wird stark erhöht, Warenqualität und Dienstleistungen werden leicht verringert. Betriebseffizienz wird moderat erhöht. Also ich würde niemals was nehmen, was stark erhöht und 2 runtersetzt. Es sei denn, ich habe den 3. Platz frei und habe da richtig Bock rein zu finanzieren gerade. Dienstleistungen werden moderat verbessert. Was ist mit Dienstleistung eigentlich gemeint? Also die Effizienz kann ich mir denken, wir bedienen halt einfach schneller, dann können wir schneller verkaufen. Die Qualität ist sicherlich auch nie schlecht. Aber was verstehe ich unter Dienstleistung? Sind wir dann einfach nur freundlicher? Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu simpel gehalten. Also man könnte meinen, ne, dass es dann heißt, wir sind einfach nur freundlicher, aber... Okay, krass, wir haben nicht so viel zur Verfügung, das heißt, wir müssen mal gucken... Das reicht nicht.
Da müssen wir von der Effizienz was runternehmen, leider. Auf Dienstleistung. Okay. Nächster Zyklus. Gibt es eigentlich ein Maximum, wie viel ich verdienen kann? Was weiß ich, Dienstleistung wieder verbessern. Dann machen wir noch mal die Qualität. Gut. Das ist Qualität. Unerwarteter Fall. Mangelware. Für einen Kundenzyklus ist das Ziel für die Warenqualität des Imbissstands strikter. Oha. Ja, soll kein Problem sein. Also ich habe das ja hier schon drin, ne? Erreicht. So. Wir stehen für Qualität. Ah ja. Jetzt können wir jetzt können wir einen Assistenten hier einstellen. Ich verstehe. Und das, was ich reinhaue, ist für andere. Halleluja. Überraschendes Ereignis. Wieso eigentlich? Ladenbesitzerprüfung, was? Nein, keineswegs. So formell ist es nicht. Mündliche Antworten genügen. Die Situation von unserem Samen ist etwas ungewöhnlich. Eigentlich sollte Lea kommen, um mich zu bewerten, aber ich habe schon längst das gesamte Sicherheitshandbuch auswendig gelernt. Was? Und ihr beiden seid jetzt die Ladenbetreiber, deshalb hat Lea mich gebeten, euch in ihren Namen zu überprüfen. Ihr müsst nur 2 Fragen beantworten, um zu belegen, dass ihr ausreichende Kenntnisse über die Sicherheit habt. Das kriegt ihr sicher locker hin. Oh, scheiße. Also fangen wir an. Was musst du tun, wenn ein stadtbekannter Trunkenbold plötzlich stockbesoffen vor deinem Laden auftaucht? Was hat er denn Gutes getrunken? Wir sollten das, wir sollten das auch hier verkaufen. Was hat er denn Gutes getrunken? Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, rufe den Ritterorden um Hilfe, um zu verhindern. Ich konnte das ja nicht beantworten! Allerdings folgt man der Meinung der Ehrenritterin, müsste dieser Wein jedoch wirklich stark sein, wenn er selbst einen Trunkenbold umwerfen kann. Sein Lagerbestand ist bestimmt begrenzt und wenn wir auch einsteigen, könnten wir die Bestände anderer Läden reduzieren. Und da wäre noch zu erwähnen, dass es eine zusätzliche Verkaufsstelle gibt, die diesen Wein verkauft, die Wahrscheinlichkeit verringert werden kann, dass die Kunden in einem Laden viel zu viel trinken. Ehrenritter, was für eine fantastische Antwort. Was? Du hast sogar die langfristigen Konsequenzen in Betracht gezogen. Alter. Bitte aufhören. Diese Logik ist ganz schön kompliziert. Du musst dich nicht so sehr anstrengen, um die Antwort von Ganyo einen plausible Grund zu finden.
Also hier kommt die zweite Frage. Die zum Verkauf stehenden Waren sind oft verpackt und gestapelt, was ein großes Brandrisiko darstellt. Welche Maßnahmen ergreifst du als Besitzer, um Brände zu verhindern? Ein Kryoschleim in eine der Kisten legen, einen Kryoschleim in jede der Kisten legen. Aber da könnten ja viele Sachen abfrieren. Und bei nur einer Kiste, ja, nehmen wir alle. Jetzt sei bitte immer ernst. Warte mal, an solche Lösungen habe ich nie gedacht. Der Schlüsselpunkt dieser Frage ist die Art und Weise, in welcher die Kisten mit Waren zu stapeln sind. Eine Frage, der sich jeder Ladenbesitzer stellen muss. Die Standardantwort lautet, es ist gefährlich, eine große Anzahl von Holzkisten übereinander zu stapeln. Man muss sie verteilen und eine gute Belüftung zwischen ihnen gewährleisten. Aber mit Sauerstoff holst du doch auch voll. Ja, allerdings wird dadurch das Herausnehmen der Waren für Läden mit wenig Personal sehr umständlich. Die Methode, die die Ehrenretterin vorgeschlagen hat, kann nur von den Stärkeren angewendet werden, aber eine Verbesserung der Feuerfestigkeit von Holzkisten könnte das Problem grundlegend lösen. Ich habe von Herrn Timaeus in der Stadt gehört, dass es eine Farbe gibt, der Schleimabsonderung zugesetzt wurde und die bemerkenswerte feuerhemmende Wirkung hat, weshalb sie es verdient, von allen verwendet zu werden. Weißt du das ernst? Alter. Die Antworten, die ihren Rittern gegeben hat, sind locker, scherzhaft und zugleich aufschlussreich. Ähnlich wie deine Art zu reden. Vielleicht hat ihre Rittern sich bei der Antwort von dir inspirieren lassen. Wirklich. Gott. Du hast es bemerkt. Also stimmt doch. Wer eine Frage gibt, dann lass Palman sie beantworten. Ja, nächstes Mal wirst du sie beantworten. Beide Fragen wurden brillant beantwortet. Hier, Leas Belohnung für euch, nehmt sie euch. Ja, cool. Neues Ladenstrategie. Aha. Okay. Das müssen wir gleich mal nachgucken. Dienstleistungen werden leicht verbessert, Warenqualität und Betriebseffizienz werden geringfügig erhöht. Oh. Ich finde sowas gut, wenn... Ja. Wow. Warenqualität wird leicht erhöht. Bei einem unerwarteten Fall wird die Warenqualität zusätzlich erhöht. Was? Warenqualität wird leicht erhöht. Betriebseffizienz und Dienstleistungen werden geringfügig verbessert. Ja, nice. Also dann würde ich das hier auf jeden Fall mal tauschen. Gegen wird leicht erhöht und bei einem unerwarteten Fall wird die Warenqualität zusätzlich erhöht. Und hier würde ich dann Dienstleistungen werden moderat verbessert, ja, raus. Dafür werden die leicht verbessert und die anderen werden auch nochmal ein bisschen verbessert. Ist gut so? Ja. So, jetzt passt es auch noch. Krasser Gewinn. Nice. So, dann holen wir uns das nächste. Dann können wir jetzt hier noch einmal aufstocken. Dann können wir das reinholen, worauf wir dann Bock haben. Ich würde ja sagen, da hier nichts drin ist, wird moderat, wird leicht erhöht und die anderen Sachen auch nochmal. Damit ist das schon mal fertig, cool. Erhöhen wir die Effizienz. So, rein da. Bei sowas sehe ich mich ja immer, ne? Management, so. Aber nur, wenn es sowas Leichtes ist. Unerwarteter Fall, perfekt, da sehe ich mich.
Qualitätsprobennahme für einen Kundenzyklus ist das Ziel für die Warenqualität des Imbissstands strikter. Ja, ja, von mir aus. Überraschendes Ereignis. Los geht's. Es gibt einen Notfall. Eine unbekannte Person ist im Laden erschienen und hat ein Paket und einen Brief dagelassen. In seinem Brief hat er davon erzählt, dass unser Wohltätigkeitsverkauf ihn an seine eigene mittellose Kindheit erinnerte. Er war gedankenvoll und bewegend. Er wünschte, dass jedes Kind glücklich und zufrieden aufwachsen könnte. Deshalb spendet er einiges Weingelee und Habseligkeiten, die verkauft werden könnten. So etwas haben wir zum ersten Mal erlebt, weil man uns berührt. Aber warum verbarg er seine Identität? Vielleicht ist dieser Mensch einfach sehr bescheiden. Er tut etwas Gutes, ohne seinen Namen zu nennen, beschert auch das eine gewisse Genugtuung. Ja, theoretisch schon, aber vielleicht sollten wir etwas achtsamer sein. Ja, ich habe gehört, dass die Schatzräuber ihre Beute mit alltäglichen Waren zusammen an nichtsahnende Händler verkaufen würden. Auf diese Weise werden sie die heiklen Dinge geschickt los und können dabei sogar eine Menge Mora verdienen. Besser das Paket erst prüfen. Sind in Ordnung. Wir sollen beruhigt sein, auch während des Wohlfahrtverkaufs im vergangenen Jahr hat jemand auf diese Weise Gegenstände gespendet. Dennoch sollte dies eine Mahnung für uns alle sein. In letzter Zeit sind wir die von den Staatsräubern gestohlenen Gütern sehr genau verfolgt. Und es ist gut möglich, dass sie diese Art von List anwenden, um sich Ärger zu ersparen. Als Truppenführer ein Hertha davon hörte, spendet sie auch einen Geldbetrag. Oh, alles klar. Wieder neues Strategien, oh Mann. Betriebseffizienz, Warenqualität und Dienstleistung werden geringfügig verbessert. Geringfügig. Was ist denn jetzt geringfügig? Das ist ja noch weniger als leicht, oder nicht? Rückmeldungen. Solange deine Gesamteinnahmen unter 80.000 liegen, werden die Betriebseinnahmen für jeden Kundenzyklus um 10.000 erhöht. Liegen sie über 80.000, werden die Betriebseinnahmen jedes Kundenzyklus um 10% erhöht. Okay. Wenn die Warenqualität jetzt hier erreicht, hält ein Teil der für diese Richtlinie verbrauchten verfügbaren Finanzmittel wieder zurück. Und mit einer winzigen Wahrscheinlichkeit erhältst du sogar alle verfügbaren Finanzmittel wieder zurück. Wenn die Betriebseffizienz jetzt hier erreicht, erhältst du einen Teil der so Richtlinie verbrauchten wieder zurück. Ja. Okay. Ach so, ja, mit den zusätzlichen Spenden sind wir jetzt ja da angekommen. So, ein bisschen mehr Dienstleistung, ein bisschen mehr Effizienz und den Rest auf die Qualität. So, Dienstleistung, noch mehr, Effizienz und den Rest auf die Qualität. Ja. In diesem Abschnitt kann es nicht noch mehr Kundenzyklen geben. Warte bitte oder beginne den nächsten Abschnitt. Alles klar.
Dann ziehen wir nochmal. Das ist einfach Pech. Okay. Warum nicht? Ich wollte auch heute Meister-Genie machen, hier von wegen, die Million machen wir heute noch voll. Ja. Tja. Zu schade. Okay. Wir gehen eben schnell mein Harz ausgeben. Danach, ja. Ja. Danach hätte ich gesagt, machen wir die Dailies. Und dann geht's erstmal mit der Story weiter. Wir machen das mal eben schnell so. Einmal Blitz, einmal Schwert und dann ab auf die Mütze. Ready for reconnaissance. Stabilize! There is no escape. Beg for mercy. Solidify! I will have order! We have order. Crush. Eye for an eye. Ruhe, Pfiffi. More speed. Stimmt, ich hatte doch jetzt nur noch das Standardharz. Ja gut, dann wandle ich das jetzt halt um und dann ist gut, ne? Hab gedacht, wir müssen jetzt hier noch 5-mal rein. Ha. Ja. Vorhin habe ich noch selber geguckt. Aber bloß nicht im Kopf behalten, dass ich eigentlich nur einmal so ein Ding hatte, ne? Nein, nein. Die Vergesslichkeit kickt direkt wieder rein. Ja, dann geht das ja viel schneller, als ich gedacht habe, wa? Gut, dann springen wir eben schnell zur Teekanne. Dankeschön. So. Stimmt, heute ist ja Freitag. Wir können auch gleich nochmal gucken, wie es mit dem Händler aussieht. Jo. Sounds of Silence. Gehört zu meinen Lieblingstracks. So. Ja, mit den Blumenbeeten bin ich ja mittlerweile durch. Das Angeln habe ich halt einfach stark vernachlässigt. Muss ich halt mal wieder umsetzen. Ich glaube, ich müsste auch langsam wieder mehr Bodenpflanzen holen. Die Auswahl ist nicht mehr so groß. This route. Oh, ich habe das Maximum erreicht. 99. Was? Warum
Sollte das Maximum sein? Wisst ihr in weiser Voraussicht? Irgendwas davon wird man für zukünftige Baupläne wieder brauchen. Und wofür soll ich die Kannentaler noch horten, hä? Ich meine, ich könnte jetzt einmal den Laden leer kaufen. Da habe ich nicht mehr so viele. Mag sein. Aber... Außerdem kann ich mir damit nochmal was Schickes zimmern, wenn wir dann neue Baupläne kriegen für die Teekannen. Ich würde ja tatsächlich so ein Dschungelthema und so ein Wüstenthema auch nochmal feiern. Das wäre cool, wenn wir wirklich so beides bekommen könnten. Könnte man was richtig Tolles aufbauen. Dann bräuchte man aber wahrscheinlich nochmal so Kakteen, so, die man für die Wüste aufstellen kann. Die Felsen haben wir ja jetzt so teilweise, da müsste man halt noch ein paar mehr kriegen irgendwie. Für diesen Standardfelsen, die man auch zum Bebauen immer meistens benutzt hat. Ab hier sollte reichen, ne? Aber warte mal, das finde ich eigentlich noch ganz schick. Ja. Ja. Hier Hecken. Da kannst du auch noch was Schickes rausbasteln. Die haben nach oben hin mehr Platz. So, sollte reichen. Ja gut, dann würde ich sagen, stellen wir doch noch mal was her, ne? Wenn die Flakons jetzt eh voll sind. Kaufen wir die letzten nochmal nach. Super. If you ever... Haben wir gleich nochmal was abgeschlossen. Zack. Ach ja, zu dem muss ich auch noch. Hallo. More speed. The one before. Ah. Verdammt. Diese ganzen Musikstücke habe ich halt einfach schon. Also die meisten. Okay, erstens. Was ist das? Ist das jetzt so ein Standard-Teleporter, dass man hier einfach rein kann, wo man natürlicherweise gespawnt wäre? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Oh, look who it is. To what do I owe the honor? Isn't this your time off? You should do something that isn't too mentally taxing. Oh, I have some dice in my pocket. Why don't we have a little fun? I'll roll the dice, and the score decides who confesses. Raus mit der Sprache. If I roll a 1, 3, or 5, you have to confess. You have to tell me a secret that no one else can ever be allowed to know. If it's a 2, 4, or 6, then I'll be the one who has to reveal an important secret to you. Aber woher weißt du, dass dein Geheimnis ähnlich groß ist wie meins? Oh? So you really want to play?
despite there being a 50-50 chance of losing? Or is it that you're willing to take a gamble for the sake of finding out my secrets? Interesting. I was gonna pull a little trick, but now even I'm looking forward to this. Then let round 1 begin. Irgendwie cool. More speed. Ja, es scheint wirklich so einen Standard-Teleporter jetzt zu geben. Für den Fall, dass man vielleicht noch nicht mal welche hat und sich aber trotzdem direkt rein teleportieren will. Und jetzt nicht mal die Teekanne rausholen will. Das ist doch gar nicht schlecht. Also, für welche, die noch neu mit der Teekanne anfangen oder die das halt einfach noch nicht besitzen und so. Ja, warum nicht? Ist doch ganz cool. Also, die Dalis. Ja. Ich weiß, ich wollte noch Harz einschmelzen, aber das können wir gleich noch machen. Die Dailies dauern ja jetzt nicht so lange. Mann. Eine Rose. Na? Passiert da noch was? Time to scout. Das hat gerade ein bisschen zu lange gedauert, ne? Aber Shine down. Heula. Heula. Gottes Willen. Beg for mercy. Okeli dokeli. Machen wir die, dann können wir da, alles klar. Ja, super. Dann sind wir eigentlich schon wieder fast durch, ne? Die Dailies ein bisschen hart einfrieren, dann widmen wir uns mal ein bisschen der Story. Bis heute Abend. More speed. Die habe ich mittlerweile auch wirklich täglich. Also das kannst du wirklich als Daily bezeichnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Tag 13 oder so, wo ich die selber habe.
That's the sound of the police. Whoop, whoop. So. Hey. Das sind Krokodilze. Oh ja, von hier können wir eigentlich laufen. Es macht keinen Unterschied. Würde ich zumindest behaupten. Hallo Vögelchen. Sombrero rosa. You are not welcome here. Stabilize. Ja. Werde ich auch neulich den Erfolg geholt. Shudder. Regret. That will work. Feeling lucky today? Order guide you. Crush. We'll meet again. Alles klar. Dann auf zum letzten. Und dann spielen wir noch ein bisschen Story weiter. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen Urgestein, können wir heute noch mal ziehen. Ja. Ist doch ganz nett. So. Oh, da ist noch jemand eingeschlossen. More speed. Gather. Alles klar. Ich sagte ja, das ist schnell, aber... Click can help. Ja, Click can help. Uff. Och, nee. Stabilize. Okay, das hat sich schon mal von selbst erledigt. Kann ich das vielleicht da durchbrennen? Jumpy Dumpty go! Das wäre ja cool, wenn das zählt. Es zählt. Ja. Vengeance will be mine. Shudder. Perfekt. Rack and ruin. Einfach durchgebrannt. At least good luck doesn't discriminate by clan. Vor allem gut, dass ich das jetzt auch gesehen habe.
lohnt sich ja jetzt richtig. Hä? Achso, ja, okay, bleib da. Alles klar. Ich dachte, ja, die lösen sich auf, aber war ja doch nicht so. Kurzzeitig verwirrt über etwas, was man, worüber man nicht verwirrt sein sollte. So, jetzt geht's los. Die Verwirrung ist verwirrt. So ist es. Okay. Thank you for completing today. Dessen, dass sie hier wieder steht, sagt mir eigentlich, sie ist sicher entkommen. Aber gerade wir sollten uns doch eigentlich schützend vor sie werfen und uns sagen, nein, nicht noch eine. Lieber sterben bei dem Versuch, sie gerettet zu haben, als, ja, schon wieder einen Gott fallen zu sehen. Okay, dann tauschen wir nochmal schnell. Wir nehmen mit, ja, Kazuha. Sounds good to me. Sounds good to me too. So, let's start. Jetzt sind wir noch ein bisschen flinker unterwegs. Dafür gibt es gerade erstmal kein Urgestein. Das wäre eine Quest, da gibt es Urgestein. Aber das will ich noch nicht machen. Die Wüste interessiert mich noch nicht. Ich weiß, bestimmt voll erschreckend für die meisten Leute, aber es ist mir grundsätzlich erstmal egal. So schön die neuen Gebiete eigentlich auch immer gemacht wurden. Bevor ich mich dem völlig hingeben kann, möchte ich die Story hier weitermachen. Und vielleicht führt die Story mich ja sogar dorthin. Wer weiß das schon? Ich jedenfalls nicht. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Ja, versucht's nur. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. Also, Dottore. The Outcast? An outcast from the Academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Die örtlichen Söldner haben einen größeren Vorteil. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, traveler!
New solidified. Crush! Beg for mercy. One with nature. Clouds high. The birds call. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Go as one! Barbados, guide us. Crush! So. Habt ihr jetzt genug? That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tainari? So dumm wird er nicht sein. Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. Es tut mir leid, liebes Eichhörnchen. Oh, hi, Kolai. Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale! It's nice to see you again. Are you doing alright? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. Huh? He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time, though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Pass gut auf dich auf, Kolai. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Eins muss man ihr erlassen. Gut drauf ist sie ja immer. Also meistens. Außer sie hat Hunger. Oder ist müde. Dum 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 dum. Oh, hallo! Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you.
Genshin reunion, but you're ruining the moment. Ich bin nur vorsichtig. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Ich glaube dir. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Ja, ja. Du musst auch noch ein bisschen was dazulernen. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Wir müssen uns beeilen, sonst werden wir immer passiver. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay. Let's just hope we won't get him into trouble. Eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich hatte da jetzt neulich noch mal so einen Code gesehen. Wahrscheinlich hatte ich den schon. Aber ich denke mir, ausprobieren kann man ja mal, ne? Aber ich bin mir fast sicher, ich habe den schon. Das heißt noch nichts. Nein, den hatte ich wirklich noch nicht. Cool. So. Ja, weil eingelöst heißt nicht immer gleich eingelöst. Das kann auch bedeuten, dass wir den schon hatten. Das wäre dann in der Nachricht drin gewesen. Das würde da drin stehen. Oh, schade. Moment, ich hatte das gerade richtig gesehen, ne?
Ah ja, doch, ja. 1700 habe ich, das ist doch schon mal gut. Und morgen können wir auch gleich wieder neue kaufen. 5 Wünsche jeweils. Das wird schön. Das wird sehr schön. Heißt nicht, dass ich irgendwas bekomme. Aber gucken wir mal. Traveler? It is you! Ah, the voice! It's Hypatia! Dich habe ich hier nicht erwartet. Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last! When my consciousness made contact with the gods, what a supreme and unparalleled experience that was! That sounds incredible! Ich glaube, sie wird kontrolliert. Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. Wow. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance.
I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Das war krass. Ja. Nicht das Bewusstsein der höheren Herrin Ruka Devata. Und nicht das Bewusstsein des Königs Desrit. Did we actually just see the Balladeer's memories? Everything matches what we know about him. Den ersten Teil verstehe ich. Den zweiten Teil habe ich nur bedingt verstanden. Und den dritten Teil war ich eigentlich komplett raus. Weil das sah für mich so aus, als wäre der Artgenosse ermordet worden. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no Peripurna life, but rather... Ah! You... Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Mach diesen Weihrauch weg. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Also man kann ja über das Spiel sagen, was man will, ne? Aber die schaffen es immer wieder, diese Cutscenes so richtig episch zu gestalten, beziehungsweise so richtig sexy aussehen zu lassen. Mann,
Und dann auch immer so was Spannendes mit einzubauen manchmal. Boah. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Ich bin's. Was ist gerade passiert? Tanari wusste scheinbar Bescheid, okay. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Diesmal war es kein einfacher Bewusstseinssprung, sondern ein Bewusstseinswechsel. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Das ist unsere Geheimsprache. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Mit Mond meint sie sich selbst. Mit Licht der Sterne meint sie die Wüstenbewohner. Mit Trugbildern und Lügen meint sie die Pläne der Akademie. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Ja, da haben wir uns verplappert, was? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Ich kenne den Inhalt des Projekts ungefähr. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Die Akademie hilft Scaramouche dabei, zum Archon zu werden. What? Do you have any evidence? Ich habe einen halbfertigen Archon bei der Fertigstellung gesehen. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari,
Did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. Oh ja, die 2 und die 8. From your description, I Ja, don't die think 2 und they've die 6. completed their Noch project. schlimmer. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. Das war ja wieder mega. Halt! Ich hab's gesehen. Da können wir noch einmal was aufmachen. Yeah, let's go on a big adventure. Ja, so groß wird's leider nicht, Klee. Stabilize! Jumpy Dumpy go! This is order. Dies ist Order. Solidify! Shudder! Crush! Shudder! I condemn you! I can put these to good use. Cool. Was haben wir dann? Ramadan. So, dann springen wir mal rüber.
Want me to come along? Kasuha. Dann betreten wir mal offiziell die Wüste, was? We finally made it to Caravan Rebot. It's pretty lively here. So, Findest du? just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Wie beeindruckend. Enough gawking. Come on, follow me. Aber natürlich, guter Herr. Over here. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Der weiß doch bestimmt schon wieder über alles Bescheid. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Danke für deine Hilfe. Ich hätte sie aber trotzdem There's no einfach need alle to thank verprügelt. me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Hatham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Ich will diese Konserve endlich mal selber sehen. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Vielleicht, weil ich damals schon wieder die Worte "die Welt" mich vergessen gehört habe. Al-Hatham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Die Situation ist etwas kompliziert. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest.
But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? Oh ja. That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Dann gehen wir zusammen. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Nun, auf geht's. Die Wüste. Tut mir leid, einen müssten wir mindestens erlegen. Halt. Halt. So. Jetzt habe ich ein Safe in meiner Galerie. Und die Saatschachtel wieder da direkt. Ich wollte die auch so oder so für die Teekanne fangen, deswegen war das jetzt gar nicht mal so schlecht. Natürlich brennt es in der Wüste, was auch sonst. Gather! Certainly. Into the wind. Crush! The wind knows not. Fallen leaves, adorn my night! Shudder! What do we have here? Jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Nee, mir fehlen noch ein paar. Ich hab's ja gewusst. Ich habe es irgendwie gewusst. Zerschlage die Taumelkräuter, die in der Wüste fliegen. Okay. Stabilize. Oh. Eine Dattel. Beg for mercy. Interesting. More speed. Ein Käfer. Ein Skarabäus. Und hier machen wir mal kurz Licht an. Sehr schön. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Ja, okay. Whoa. This
landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Sign. Es ist halt nicht mehr so Unless aufregend my und memory spannend, wenn man es vorher fails schon mal me, gesehen hat. we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Ich weiß, man wollte uns irgendwie damit hypen, so, aber grundsätzlich, ich weiß nicht. Es wäre viel überraschender, wenn man es hier erst gesehen hätte. Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Wenn ich bei voller Stärke wäre, könnte ich ihn safe abwehren. Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Ich halte keine großen Stücke auf ihn. Aber ich werde auch nicht tatenlos zusehen. Has Alhaitham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Du hast uns also angelogen. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ich würde mir die Wissenskonserve gerne ansehen. Danach können die machen, was sie wollen. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great,
You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. Yeah, sure looks that way. Two giants from the academia duking it out once and for all. Not some... Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Keiner von beiden wagt es, sich von der ablenken zu lassen. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Okay, schweigsam. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself.
While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Wir können ihm noch nicht vollständig vertrauen. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Alhaitham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Du wolltest mit uns kommen, nur um mich zu untersuchen? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule.
Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Das stimmt schon, aber reicht das als Beweis? That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Cool, aber erstmal hier umgucken. Nicht mal kochen kannst du hier. Was eine Verschwendung. Perfekt.
Silly. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Nicht nur außerordentlich stark, sondern auch sehr ausdauernd. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Mane in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Solidify! Shudder! Into the wind! Sure! As one with wind and cloud! Beg for mercy! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Crush! Shudder! The creatures stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Oh man. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think.
Oh Mann. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Okay. Gather! Seli. Juhu. Wie weit ist das jetzt weg? Oh, gar nicht mal so weit. Seli will mich verarschen. So. One man's stone is another man's gem. Oh ja. Bis zum nächsten Mal ziehen dauert's noch. Oh Mann. Oh. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Nö, ich frag dann bei Bedarf, ehrlich gesagt. One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru Village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru Village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru Village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru Village? What do you make of it, Traveler? Nur sie ist dazu fähig. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? In theory, they would continue wearing them so the Academia could still monitor their activities. With that said,
The main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Die niedere Herrin Kusanali ist die wahre Wächterin des Dorfes. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the Mad Scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... how should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Wir haben Sumeru kürzlich gemeinsam gerettet. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Haven wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Ja, ich wollte ja erstmal die Quest machen.
Ja, muss ein Kinderlied sein, aber hat sie das gesungen und dann geklatscht? Ja. Wir machen das mal selber. Wir kennen zwar viele Gelehrte, doch wir selbst zählen nicht dazu, ja. Um genau zu sein, sind wir Abenteurer. Und zwar, dass die Welt bereisende Duo Palmon und Condio. Achso, jetzt. Die Welt bereisend? Nee, warte, ich muss das mal kurz machen, wie dieser, wie der eiserne Po, oder? Ja, doch, der eiserne Po war das. Ha, 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 ha. Oder war das mal so eine nachgetriebene Maschine? Ja, was weiß ich. Nein, der eiserne Po war, oh, das juckt ja grauselig. Ja, es war wegen dem Lachgetriebe. Äh, Sabber. Oh Mann. Richtig. Ich muss nicht auch mehr von dem Rosenlied hören. Alle Lieder werden mündlich überliefert. Oh, da werden irgendwann Fehler entstehen. Kinder, Kinder. Ich sag ja, allein für die Statistenrollen. Ich wäre bereit. Ich würde bei so einer Statistenrolle jemanden einsprechen, gerne. Auch ein Charakter, der sich wiederholt. Oder von mir, also vom Aussehen her, wenn der sich wiederholt. Oder meinetwegen ein Charakter und dann spreche ich noch einen anderen Charakter ein, der irgendwo anders vorkommt, aber halt anders aussieht. Mach ich auch. Habe ich kein Problem mit. Ich würde es machen. Ich würde es sogar gratis machen, wenn mir zumindest das Erforderliche, was ich tun muss, um das dann einsprechen zu können, bezahlt wird. So. Also ich will am Ende eigentlich nur bei Null rauskommen. Das würde mir reichen. Wenn ich dabei noch was verdienen würde, umso besser. Aber grundsätzlich, ich würde so ein paar Statistenrollen einsprechen. Bin mir sicher, andere würden das auch tun. Dann wäre die ganze Welt einfach nochmal lebendiger. Klar, die Hauptperson müsste man dann hier auch nochmal wieder einsprechen lassen für sämtliche Nebenquests, aber ich habe ja sowieso in Vermutung, dass wenn das Spiel fertig ist, das früher oder später eigentlich mal umgesetzt werden wird oder könnte. Aber weiß ich nicht. Ich hätte jetzt schon längst mal umgesetzt. Also für ganz schnelle Aufträge, klar, da ist es Hauptsache wichtig, dass man die Hauptstory und die Legendenaufträge so ein bisschen einstudiert, dass man da die Texte auf jeden Fall vertont hat. Aber ansonsten auch für solche Nebendinger hier, ja, also je länger man wartet, desto größer wird ja die Zeile, die Textwand an Dialogen, die man noch einsprechen müsste. Weiß ich nicht, sollte man bald mal anfangen. Über das Wetter können wir immer reden, aber in der Wüste weiß ich nicht, ob man da über Wetter reden möchte. Da gibt es Sandstürme. Soweit ich weiß, kann es ganz selten Regen geben. Und Sonne. Oh, es ist bewölkt. Auch nur ganz leicht.
Also, was ist das Problem? Dendrokraft. Ja, die Dendrokraft kann ich übernehmen. So, dann holen wir noch mal Tignari ins Boot. Way to poison. Du kannst die Dendrokraft anwenden, wenn ich etwa tatsächlich auf jemanden getroffen, dem ein göttliches Auge zu eigen ist. Ich habe schon lange nicht mehr jemanden wie dich getroffen. Das weckt wirklich Erinnerungen in mir. Aber Candace hat doch auch ein göttliches Auge. Könnte man jetzt Dendrokraft bei sich in der Teekanne anwenden, dass die da schneller wachsen? Wahrscheinlich nicht, aber ein Konzept wäre es. Wenn man das täglich machen könnte und die um 6 Stunden schneller wachsen. Ja, natürlich. Ja, kein Problem. Ne? Können wir mal ein bisschen reinhelfen hier, ne? Passt das schon. Das war's schon. Ja, dann. Naja, oder das war's auch nicht. Hallo? Ja, für Mondstadt. Ihre Liebe zur Freiheit, ihre Liebe zum Wein. Gehe mit dem Wind. Möge der Wind dich führen. Sieht aber auch sehr schön aus, die Stadt, muss ich sagen. Also geht so, ne? Aber oh Mann. Ja, wir kommen schon zurecht. Dann bist du die Gonu. Ja. Ich habe eigentlich einen richtig wichtigen Auftrag, ganz Somero zu retten, ja.
Oh, die Forscher können wir schon mal ruhig nackig machen. Also vom Finanziellen. Cyrus? Weiß der echte Cyrus davon? Alles klar, wir kümmern uns schon drum. Wir werden dein Esel, dein schlaues Maultier wiederfinden. Oder wie hieß das noch? Ein intelligentes Tiermaul, sowas. Oh nein, da ist noch ein Seeli. Deswegen wollte ich nicht in die Wüste. Hier fängt der Super-GAU wieder an. Apollo 13 ist ein intelligentes Tiermaul. Ja, sicher ist er das. Und den Brokkoli. Och nö. In die Richtung ist ja noch okay, aber... Hep. 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 Woo. Certainly worth the extra mile. In der Tat. Schlange. Fußspuren. Die waren vorher aber nicht da. Spätestens der Sandsturm hätte die eigentlich verdecken müssen. Oder stark zuschütten. Crush. Sub-Zero Face. Oh, hallo. Solidify. Beg for mercy. Ich habe euch erwartet. Und die geben auch noch Fleisch. Oh mein Gott. Dieser Vorrat wird jetzt auch exponentiell sehr viel wachsen. Es sei denn, ich habe nicht so viel in der Wüste zu tun. Dann, ja, wird es zumindest kurzzeitig vergleichsweise mit meinen Hühnchenkeulen sein. Und danach werden die Hühnchenkeulen wieder dominieren. One with the forest. Wo ich auch schon seit Ewigkeiten die Vögel nicht mehr wegballer, ne? Also nicht mehr so aggressiv. Let's nip that in the butt. Shudder. Beg for mercy. Eye for an eye. Wieso müsst ihr immer runterfallen? One man's stone is another man's gem. Hier noch Bogenschütze oder was? Ja. Stabilize. Crush. So, dankeschön. Weißkohl. Also hier könnte man ruhig zwischendurch mal diese Datteln noch zusätzlich reinhauen, ne? Wenn die doch jetzt auch so ein Ding sind. Rein da in die Höhle. Oder ist das eine Höhle? Schon irgendwie. Oha. Hallöchen. Ich bin der liebe Hunger. Can't see.
for mercy. Shudder. What do we have here? Okelidokeli. Es war nur eine Unterführung. Ja, bekommen die Viecher hier mal wieder raus. More speed. Hallo. Oh je, Mine. More speed. Das holen wir uns mal kurz. Denn was wir haben, haben wir. Was für ein Tutorial. Lose Sandhügel. Kleiner Sandhaufen, der von Animokraft leicht weggeblasen werden kann. Oder ein gutes. Ob es Gutes darunter liegen kann. Ja, das ist die Frage, ne? Crush. Das hätte ich eben bei dem Sandhaufen da mal noch ausprobieren sollen. Naja. Niemand, mit dem man sich hier unterhalten kann. Lass mich nachdenken. Oh, wir sind das. Ich habe einen Windgleiter. Paimon ist nicht klein. Doch bist du. Große, weltberühmte kleine Paimon. Könntest du Geht beibringen, wie man das macht, so frei durch die Lüfte zu fliegen. Wenn du hart genug übst, wird vielleicht ein Wunder passieren. Ich glaube ja nicht.
Ich verstehe schon, Ganyo hat Paimon engagiert, um ihr das Fliegen beizubringen, aber weil das zu lange dauert, braucht man in der Zwischenzeit noch Unterstützung des Windgleiters. Actually stimmt das ja so halbwegs. Sobald das Training abgeschlossen ist, kann ich frei fliegen. Aber nicht dank Paimon, sondern weil ich dann meine Fähigkeiten wieder zurück habe. Paimon ist eine solch wunderbare Lehrerin. Äh, kann ich, äh, kann ich dich auch als Lehrerin engagieren? Hey Ganyu, wie viel Morak muss ich dafür blechen? Oh Mann. Wenn Paimon damit einverstanden ist. Nö, ich kann mich heraus teleportieren. Ja, zwischendurch muss auch mal so ein Nebenauftrag sein. Es wäre ja eigentlich cool, wenn wir die in die Teekanne kurz reinballern könnten und dann rausklettern und dann die Teekanne wieder so machen, dass die dann da rauskommen. Typen wie du einer sind, die kotzen mich an. Hier zu bleiben ist keine Lösung. Hey, solange ich das Tiermaul zurückkriege, ist mein Auftrag ja schon erfüllt, ne? Ja, das gucken wir uns gleich an. Beziehungsweise das gucken wir uns später an. Ich würde hier erstmal einen Cut machen. Da mache ich ein bisschen später weiter. Ich habe jetzt sowieso noch das ganze Wochenende dafür Zeit.
Ja, hier würde ich mich erstmal verabschieden. Wir machen später, denke ich mal, schon weiter. Ansonsten morgen wieder und dann ballern wir durch. Ja, ich werde jetzt hier nicht weitermachen, so auf Screen, ne? Also die Nebenaufgabe vielleicht, so spannend ist jetzt glaube ich doch nicht. Aber die Hauptquest auf jeden Fall, da lasse ich mir das dann noch über. Ähm, für einen späteren Stream dann auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal oder bis später. Haut rein. Ciao.